Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, der Herbst ist da, die Tage werden kälter und da schmeckt doch eine Suppe am besten, oder? Ich zeige euch heute meine deftige Gulaschsuppe. Viel Spaß! Wir brauchen ungefähr für 6 Personen 500 Gramm Rindergulasch, dann 2 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Butterschmalz, 4 Teelöffel Gulaschgewürz, das kann man fertig kaufen, 2 Teelöffel Räucherpaprikagewürz, 1 Teelöffel Majoran, einen getrockneten, 3 Lorbeerblätter, etwas Salz, Pfeffer, 800 Milliliter Rinderfond, 400 Milliliter Rinderbrühe, 100 Milliliter lieblichen Rotwein oder wer keinen Wein mag, nimmt einfach Traubensaft oder ersetzt es durch Gemüsebrühe, einen Esslöffel Tomatenmark, etwas frisch gehackte Petersilie, 3 große Kartoffeln und 2 mittelgroße Paprikas. Los geht's. Ich habe hier jetzt meinen Gulasch. Das ist ja meistens schon gewürfelt, aber mir sind die immer zu groß. Ich schneide sie noch mindestens einmal durch. Also ich mache die Würfel etwas kleiner, denn ich persönlich mag nicht solche großen Fleischbatzen, sage ich jetzt mal. Aber wenn ihr so großes Fleisch wollt, also so große Würfel, dann könnt ihr sie auch lassen. Also ihr müsst sie nicht unbedingt schneiden. Das war dann mein Fleisch. Ich muss sagen, das war ganz ein tolles Fleisch. Dann habe ich hier meine 2 Zwiebeln. Ich habe hier eine etwas größere, dann eine mittelgroße. Und dann habe ich meinen Solo-Knoblauch, den benutze ich ja sehr gerne. Ansonsten nimmt er 3 Knoblauchzehen. Ja, die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Also ich finde in ein Gulasch gehören viele Zwiebeln. Wer das nicht mag, es langt auch eine. Ja, die dann schön fein würfeln, also nicht zu grob. Darf richtig schön fein sein. Dasselbe machen wir auch mit dem Knoblauch. Ich schneide den Knoblauch immer klein, also ich hacke ihn klein. Ihr könnt ihn aber auch pressen, wenn es euch lieber ist. Ja, das waren dann die ersten Vorbereitungen. Dann geht es auch schon ans Braten vom Fleisch. Ich habe hier jetzt meinen Butterschmalz, also es ist jetzt so ein flüssiges Butterschmalz gewesen. Das habe ich in einen Gusstopf gegeben, also Schmortopf. Da gebe ich jetzt mein Fleisch hinein und lasse das erstmal ohne irgendein Gewürz 5 Minuten anbraten. Nach den 5 Minuten kommen die Zwiebeln und der Knoblauch dazu. Die dürfen ebenfalls nochmal so gute 5 Minuten mit anbraten. Wenn ihr merkt, es fängt zum Verbrennen an, dann einfach noch ein bisschen Butterschmalz drauf. Dann lösche ich das Ganze mit Rotwein ab. Ungefähr 100 Milliliter, je nachdem wie ihr es wollt. Und das darf jetzt einkochen. Wenn ihr keinen Rotwein wollt, dann könnt ihr entweder roten Traubensaft nehmen oder halt eben einfach durch Gemüsebrühe ersetzen. Dann kommt noch hier der Esslöffel Tomatenmark dazu. Das ebenfalls kurz so mit anbraten. Und ihr seht schon, es wird alles etwas dicklicher. Und wenn ihr merkt, der Wein ist so gut wie fast verkocht, dann kommt erstmal 400 Milliliter Rinderfond und die 400 Milliliter Rinderbrühe drauf. Dann würze ich das Ganze mit Gulaschgewürz, wie am Anfang schon gesagt, das kann man fertig kaufen. Dann kommt mein Majoran dazu. Ihr könnt auch frischen hineingeben, die Lorbeerblätter und noch etwas Salz und Pfeffer. Aber gebt nicht zu viel rein, denn die Gemüsebrühe, der Rinderfond, haben auch schon einen Salzgehalt und deswegen vorsichtig damit. Und zu guter Letzt kommt das i-Tüpfelchen und zwar das geräucherte Paprikagewürz. Das gibt so einen Barbecue-Effekt, also das macht richtig was her. Ja, kurz umrühren und dann darf das Ganze 60 Minuten vor sich hin köcheln. Also schaut immer wieder nach und es kann auch sein, dass ihr in diesen 60 Minuten immer wieder von dem Rinderfond, also die nächsten 400 Milliliter nachgießen müsst. Hier habe ich meine Kartoffel, meine Paprika, die habe ich geschält, also die Kartoffel geschält, gewürfelt, Paprika auch gewürfelt, das Petersilie klein gehackt und nach ungefähr 60, 70 Minuten Kochzeit vom Gulasch, also auf gut Deutsch die letzten 20 Minuten vom Gulasch, kommt das Gemüse mit hinein. Und hier sieht man schon, es ist ziemlich gut eingekocht, deswegen die anderen 400 Milliliter immer nach und nach noch dazugeben von dem Rinderfond. Rinderfond kann man selber machen oder halt auch schon fertig kaufen. Ja, dann kommt meine frisch gehackte Petersilie noch mit hinein. Das Ganze nochmal so, würde man sagen, so ein paar Minütchen vor sich hin köcheln lassen. Und dann ist mein Gulasch fertig. Also meins hat jetzt, also die Gulaschsuppe, meins hat jetzt insgesamt so knapp 80 Minuten vor sich hingeköchelt. Und eine Gulaschsuppe schmeckt erst so nach 1, 2 Tagen ziehen richtig gut. Ja,
Ihr könnt, wenn ihr jetzt wollt, noch Nudeln dazu servieren, aber dann ist es ja keine Suppe mehr, finde ich. Was sehr gut dazu schmeckt, ist Weißbrot, Semmeln oder einfach so. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.